dem Minions-Film gucken, haben wir uns diesen schönen 5-Strähnen-Zopf für euch ausgedacht. Und jetzt geht's los. Also ihr fangt an, dass ihr eure Haare zu einem Pferdeschwanz bindet. Und den Pferdeschwanz, den teilt ihr jetzt nochmal in 2 gleiche Hälften. Guckt, dass es ungefähr gleich ist. Wenn ihr jetzt nicht so dicke Haare habt, dann könnt ihr die Frisur natürlich auch machen, indem ihr nur einen Pferdeschwanz bindet. Und ich zeige euch das dann gleich bei den Bändern. Dann nehmt ihr nicht 2 Bänder, sondern ihr nehmt euch nur ein Band und macht das dann zweifarbig. Das zeige ich euch jetzt gleich. Wir wollen aber jetzt 2 Zöpfe machen. Jetzt gucken wir, dass die Hälften beide gleich dick sind. Die eine Hälfte legt ihr euch zur Seite. Und jetzt braucht ihr ein Band. Und das Band habe ich hier durch so einen kleinen Haargummi gezogen. Da ist jetzt auch egal, wie der Haargummi aussieht, weil den sieht man nachher nicht mehr. Ich zeige euch das gleich. Und das Band, das haben wir jetzt, wenn ihr das so doppelt nehmt, dann ist das ein bisschen länger noch wie der Zopf, der hier runterhängt. Wenn ihr jetzt nur einen Pferdeschwanz machen wollt, dann nehmt ihr euch ein gelbes Band und ein blaues und knotet das hier oben zusammen, dass also eine Hälfte blau ist und die andere Hälfte gelb. Und macht das dann genauso weiter. So, jetzt habt ihr hier euren ersten Zopf. Und jetzt bindet ihr das Band mit dem kleinen Haargummi möglichst dicht hier oben am Haaransatz an euren Zopf. Ganz einfach einen Zopf abbinden. Und dann dreht ihr das Band nach unten. Könnt ihr das auch noch mal ein bisschen an den Haaransatz ziehen. Und jetzt kämmt ihr euren Zopf noch mal durch und sprüht ihn noch mal an. Und jetzt teilt ihr hier euren Zopf in 3 gleichmäßige Strähnen. Ihr braucht also 3 Strähnen Haare und 2 Strähnen sind eure Bänder. Und dann legt ihr euch die so hin, dass ihr hier rechts außen Haare habt, dann 2 Bänder und hier wieder 2 Strähnen Haare. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Strähnen immer halte. Also ich lege mir hier die linke Strähne hier so in die Hand, Daumen so runter, und dann kann ich die hier mit den beiden, dem kleinen Finger und dem Ringfinger immer so packen. Und dann habe ich quasi den Daumen, den Zeige- und den Mittelfinger frei hier zum Arbeiten. Und das gleiche mache ich auch mit der rechten Strähne. Die lege ich mir auch hier so in die Hand. Jetzt habe ich hier die 3 Finger immer frei zum Flechten. Und die 2 Bänder, die lasst ihr jetzt so hier hängen. Und jetzt flechtet ihr folgendes Muster, das ist ganz einfach. Und zwar, ich fange links an, die Strähne geht immer drunter, drüber, drunter. Immer das gleiche Muster. Also die linke Strähne geht jetzt unter die nächste. Und das klappe ich einfach so rüber. Also das ist ja unsere erste, die geht unter die zweite, indem ich die einfach so rüber klappe. Und jetzt könnt ihr hier nochmal nachfassen. Jetzt ist die erste Strähne unter die zweite. Also drunter. Jetzt muss die über das Band. Legt ihr die über das Band. Jetzt haben wir drüber. Und jetzt muss sie wieder unter das Band. Also legt sie dann unter das Band. Ihr webt also die Strähne, mit der ihr angefangen habt, fangt ihr an, immer drunter, drüber, drunter zu weben. Jetzt ist die rechte Strähne dran. Es geht wieder los mit drunter. Also ich klappe die unter die zweite Strähne, indem ich einfach die Hände so umklappe. Drunter, drunter, jetzt musst du drüber, also über das Band und jetzt wieder unter das Band. Strähne geht unter das Band. Das war's schon. Jetzt ist links wieder dran. Links geht wieder drunter. Ich fasse hier einmal um. Drunter.
Jetzt wieder drüber und wieder drunter. Ich zeige es euch noch einmal. Jetzt ist die rechte Strähne dran. Rechts geht wieder drunter und wieder drüber und wieder drunter. Und ihr seht einfach das Band so an, als wäre das eine Haarsträhne. Jetzt ist links wieder dran, drunter, drüber und wieder drunter. Noch einmal, drunter, drüber, drunter und das war's. Und so flechtet ihr jetzt weiter, bis ihr unten angekommen seid. So, wenn ihr jetzt hier unten angekommen seid, wo die Haare immer dünner werden, dann könnt ihr hier, bevor ihr das Haargummi, den Zopf abbindet mit dem Haargummi, hier die einzelnen Schlaufen nochmal an den Rändern rausziehen. Dann wird euer Zopf noch was dicker. Und jetzt seht ihr hier, wie ganz schön das Band durch den Zopf läuft. Ich finde das ein ganz tolles Muster. Und nehmt nicht so dicke Bänder. Also das Muster sieht am schönsten aus, wenn man das mit einem dünnen Band macht. Ihr seht gleich auch den Unterschied. Ich zeige euch gleich das blaue Band, das ist ein bisschen dicker. Aber ich persönlich finde es schöner, wenn man das mit einem dünneren Band flechtet. Und wenn ihr das nur mit einem Zopf macht, dann habt ihr ja die eine Hälfte vom Band gelb und die andere Hälfte vom Band ist blau. Und dann wechselt sich das hier immer ab, blau, gelb, blau, gelb. Das sieht auch total schön aus, das könnt ihr ja dann auch mal ausprobieren. Jetzt nehmt ihr euch ein Haargummi. Bindet das mal einfach hier unten zusammen. Und jetzt macht ihr hier euren zweiten Zopf. Genauso. Nehmt euch wieder ein Haargummi mit dem Band. Und dann legt ihr das hier oben ganz dicht an den Haaransatz. Bindet euer Zöpfchen. Oder euren Zopf, besser gesagt. Und jetzt teilt ihr euch hier eure 3 Strähnen ab, zieht das Haargummi nochmal hoch, indem ihr hier die einfach so auseinanderzieht. Sortiert wieder eure Strähnen. 1, 2 Strähnen Haare, 2 Strähnen sind die Bänder und die dritte Strähne ganz rechts. Und jetzt fangt wieder an, links geht drunter und über das erste Band und unter das nächste Band. Und jetzt von rechts drunter, drüber, drunter und wieder drunter, drüber, drunter und wieder drunter, drüber, drunter, drunter, drüber und drunter. Und jetzt seht ihr schon, dass das blaue Band ein bisschen dicker ist. Dann gibt sich so ein bisschen anderes Muster, aber ist nicht viel Unterschied, glaube ich jetzt. Jetzt flechte ich noch weiter runter. So, wenn ihr jetzt ungefähr der gleichen Höhe angekommen seid wie der rechte Zopf, dann könnt ihr das Haargummi rausmachen und bindet alles zusammen. Ihr könnt natürlich auch ganz andersfarbige Bänder machen. Das war jetzt nur heute unsere Idee. Aber ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Und jetzt
zieht ihr hier bei dem blauen Zopf natürlich auch noch euren Zopf schön auseinander, so dick wie ihr ihn haben wollt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch hier die beiden Zöpfchen von hinten noch mit einer kleinen Haarnadel zusammen machen. Aber ich mache das nicht, weil ich finde das auch so schön und das hält eigentlich auch gut so zusammen. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr hier oben mit den Haargummis macht. Das Band ist ja jetzt hier oben eingeflochten. Jetzt könnt ihr einfach hier oben das Gummi hochziehen und ganz vorsichtig hier mit einer kleinen Nagelschere aufschneiden. Pass auf, dass er keine Haare abschneidet. Und dann könnt ihr das hier einfach rausziehen. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso. Wenn es euch nicht stört, könnt ihr das natürlich auch drinnen lassen. Aber ich fand, der Zopfansatz sah jetzt schöner aus, wenn man die Haargummis rausnimmt. So nehmen wir übrigens immer unsere Lumenbands aus den Haaren, indem wir die einfach aufschneiden. Weil das ist einfach viel schonender für die Haare, als wenn man die da versucht rauszufriemeln. Und jetzt nehmt ihr hier unten jeweils von einem Band eine Seite und dann könnt ihr hier noch, wenn ihr wollt, Schleife binden. Müsst ihr natürlich nicht machen, wenn euch das zu sehr nach Geschenk aussieht. Dann könnt ihr hier die Enden noch abschneiden und die langen Bänder schneiden wir auch einfach ein Stück ab. So, und fertig ist euer Minions inspirierter Zopf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Tschüss!